Der Lehrerin jetzt gut zuhört, der lernt etwas fürs Leben. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und in diesem Video schauen wir uns die guten alten Relativsätze an. Also, das Video, das du gerade siehst, handelt von Relativsätzen. Dazu habe ich dir auch kostenloses Material mit einer Tabelle erstellt. Du kannst es dir über den Link unter diesem Video herunterladen. Okay, los geht's. Es geht jetzt um Sätze, die ein Nomen näher beschreiben. Was für ein Satz war das? Natürlich ein Relativsatz. Du kennst Relativsätze wahrscheinlich schon vom A2 und B1 Niveau. Wir machen es heute etwas schwieriger. Deshalb wiederholen wir die einfachen Relativsätze nur kurz und schauen uns dann ein paar anspruchsvollere Beispiele an. Kennst du schon Tobias? Das ist mein Nachbar, der mir gestern geholfen hat. Das ist mein Nachbar, den ich schon seit Jahren kenne. Das ist mein Nachbar, dem ich fast täglich begegne. Und das ist mein Nachbar, dessen Katze wir auch manchmal füttern. Mit Präposition: Das ist mein Nachbar, mit dem ich einmal pro Woche Tennis spiele. Du weißt bestimmt, dass Relativsätze Nebensätze sind. Das siehst du daran, dass das Verb am Ende steht und dass sie nicht alleine stehen können, weil sie sonst keinen logischen Satz bilden. Relativsätze brauchen also ein Referenzwort und das ist meistens das Nomen vor dem Komma, denn das will man ja näher beschreiben, also mehr Information darüber geben. Relativsätze beginnen mit einem Relativpronomen. Es sieht zwar aus wie ein Artikel, aber es ist ein Pronomen. Um zu wissen, welches Relativpronomen du brauchst, musst du dir immer zwei Informationen anschauen. Einerseits musst du wissen, ob das Nomen vor dem Komma maskulin, neutrum oder feminin ist und ob es im Singular oder Plural steht. Die zweite Information gibt dir das Verb im Relativsatz. Das entscheidet, in welchem Kasus dein Relativpronomen steht. Der Genitiv ist ein bisschen speziell, weil er sich nicht auf das Verb am Ende des Relativsatzes bezieht, sondern auch auf das Nomen am Anfang. Mein Nachbar, dessen Katze ich manchmal füttere, kommt aus Heidelberg. Hier ist das Verhältnis zwischen dem Nachbarn und der Katze. Füttern ist hier nicht relevant. So, das war eine kurze Wiederholung der Relativsätze, die du sicher schon gut kennst und auch gut beherrschst, oder? Schauen wir uns mal Relativsätze mit Präpositionen an. Die brauchst du immer, wenn das Verb im Relativsatz eine Präposition hat. Hier sind ein paar Beispiele für dich. Wir besuchen das Museum, von dem du mir so begeistert erzählt hast. Das ist der Professor, bei dem ich meine Masterarbeit schreiben möchte. Die Stadt, aus der sie stammt, liegt in den Alpen. Er hat ein Projekt vorgestellt, an dem viele internationale Experten mitarbeiten. Hier noch ein paar Beispiele im Genitiv. Das ist mein Nachbar, mit dessen Katze ich manchmal Deutsch spreche. Das ist die Autorin, über deren neues Buch alle sprechen. Das ist der Regisseur, von dessen Film alle Kritiker begeistert sind. Jetzt zeige ich dir noch ein paar andere Relativpronomen, die du bestimmt auch schon mal gesehen hast. Schau mal. Das ist das Unternehmen, in dem ich mein Praktikum absolviert habe. Ich könnte auch sagen, das ist das Unternehmen, wo ich mein Praktikum absolviert habe. Oder die Wohnung, in der ich früher gewohnt habe, wird gerade renoviert. Die Wohnung, wo ich früher gewohnt habe, wird gerade renoviert. Das geht aber nur bei Orten. Viele Muttersprachler machen das leider falsch. Aber du nicht. Es gibt auch Relativsätze mit wohin oder woher. Das ist das Café, wohin wir nach dem Konzert gehen wollen. Oder in das wir nach dem Konzert gehen wollen. Ich kenne ein kleines Dorf, wohin sich kaum jemand verirrt. Oder in das sich kaum jemand verirrt. Das ist die Region, woher die besten Weine Europas kommen oder aus der die besten Weine Europas kommen. Wir fahren in das Dorf, woher unsere Familie ursprünglich kommt oder aus dem unsere Familie ursprünglich kommt. Es gibt übrigens immer eine Ausnahme. Jetzt, wo wir viel zu Hause sind,
haben wir mehr Zeit für uns selbst. Hier bezieht sich das Wo nicht auf einen Ort, sondern auf eine Zeit. Kommen wir nun zum vorletzten Thema dieses Videos. Das Bezugswort oder Referenzwort vor dem Komma muss nicht immer ein Nomen sein. Schau dir mal meine Beispiele an. Alles, was du sagst, ist interessant. Nichts, was er tut, bleibt unbemerkt. Vieles, was in diesem Buch steht, ist sehr hilfreich. Alles, worüber wir gesprochen haben, bleibt natürlich unter uns. Etwas, woran ich oft denke, ist meine Hochzeit. Es handelt sich hier um Indefinitpronomen. Dann ist das Relativpronomen was oder wo plus Präposition, wenn das Verb im Relativsatz eine Präposition hat. Also worüber oder woran etc. Das ist aber nicht nur bei Indefinitpronomen so, sondern auch, wenn das Bezugswort das oder ein Superlativ als Nomen ist. Das, was du gerade gesagt hast, stimmt nicht ganz. Das, worauf er so lange gewartet hat, ist endlich passiert. Das Schönste, was ich je gesehen habe, war der Sonnenuntergang in Island. Was ist das Schwierigste, was du je gelernt hast? Das Interessanteste, worüber wir gesprochen haben, war die Zukunft der KI. Diese Relativpronomen brauchst du übrigens auch, wenn sie sich nicht nur auf das Wort vor dem Komma, sondern auf den ganzen Satz beziehen. Es hat den ganzen Tag geregnet, was sehr ungewöhnlich für diese Jahreszeit ist. Die Firma hat hohe Verluste gemacht, was zu vielen Entlassungen geführt hat. Der Film war unglaublich spannend, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Es gab viele Missverständnisse, worüber sich viele geärgert haben. Du hast es fast geschafft. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt des Videos, Relativsätze mit wer. Diese Sätze brauchst du, wenn du ganz allgemeine Aussagen über Personen machen möchtest. Ich gebe dir erstmal ein paar Beispiele und erkläre dir dann die Struktur. Wer viel liest, der lernt schneller neue Wörter. Wer sich anmelden möchte, dem kann ich alles erklären. Wen Deutsch interessiert, der sollte auch deutsche Musik hören. Wem Kunst gefällt, den fasziniert auch die Geschichte hinter den Kunstwerken. Wessen Job sehr fordernd ist, der kann schlecht abschalten. Wichtig ist, vorne steht immer der Relativsatz mit wer, je nach Kasus, und nach dem Komma steht der Hauptsatz. Der Hauptsatz beginnt mit dem Demonstrativpronomen der, also wer, der, Bei der Deklination von wer und der musst du auf das Verb im jeweiligen Satz achten. Das verrät dir, welchen Kasus du brauchst. Wenn beide Pronomen im selben Kasus stehen, dann kannst du das Pronomen der auch weglassen. Wer viel liest, lernt schneller neue Wörter. Wem Kunst gefällt, empfehle ich eine Reise nach Berlin. Natürlich können in diesen Sätzen auch Verben mit Präpositionen stehen. Daher hier meine letzten Beispiele und dann hast du es wirklich geschafft. Für wen Ordnung wichtig ist, der arbeitet am liebsten an einem aufgeräumten Schreibtisch. Wem Ordnung wichtig ist, mit dem lässt es sich gut zusammenarbeiten. Für wen Pünktlichkeit ein Muss ist, der wird niemals zu spät zu einem wichtigen Termin erscheinen. Ja, jetzt bist du Experte für Relativsätze aller Art. Ich gratuliere dir. Und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, dir die Tabelle zu holen. Der Link ist unter diesem Video. Und wenn dir das Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Julia.